Ja, ihr habt heute das Vergnügen, ein tolles Set mit uns anzuschauen. Und zwar nicht von irgendjemandem präsentiert, sondern von Harry Potter und seiner bezaubernden Assistentin Hermine höchstpersönlich. Wir kümmern uns heute mit unseren Zauberstöcken um den Fuchsbau, welcher erst vor kurzem bei Lego erschienen ist. Die Setnummer 75980. Das Problem: die Schachtel ist leer. Wo ist das Set? Keiner weiß, wo das Set ist. Zum Glück sind wir Zauberschüler. Wir können das Set herzaubern. Ich bin leider nur kein Harry Potter-Experte, also bitte, Hermine. Muss ich das wieder machen? Okay, dann versuche ich das mal. Also, welches Set wollen wir überhaupt herzaubern? Wir wollen den neuen Lego Fuchsbau, bitte, von der Harry Potter-Serie. Okay, von der neuen Harry Potter-Serie. Okay, also Accio Fuchsbau. Und hier ist er schon. Wie viele Teile hat das Set übrigens, Hermine? Kein Problem, wenn du es nicht weißt. Wir können die Teilenummer ja hier unten einblenden. Wir sind ja Zauberschüler. Habt ihr es noch gar nicht gewusst? Kein Problem. Ich habe übrigens auch so einen coolen Zauberstock. Oh ja. Ich habe zuerst geglaubt, das ist eine Schlange, aber nein, es ist ein Vogel. Ja, und ich glaube, den hast du geklaut von diesem einen Schüler. Jetzt ist mir der Name entfallen. Super. Ja, mir geht es ähnlich. Ich habe auch nur ein paar der etwa ein Dutzend Bücher gelesen, die es von Harry Potter gibt. Ich bin da nicht ganz so tief in der Materie drin, aber nichtsdestotrotz sehr lernwillig. Wir haben heute also einen Fuchsbau vor uns stehen, ein mehr oder weniger exklusives Set. Es ist nicht im Katalog drinnen. Es gibt es aber nur direkt dieses Set bei Lego zu bestellen und bei manchen Premium-Partnern, zum Beispiel bei Smith Toys. Kostet 100 €, sieht relativ viel aus, ist aber das Geld wert. Also ich war beim Zusammenbau dabei, oder wir haben es besser gesagt zusammen gezaubert. Und natürlich, das haben wir doch nicht gebaut. Ja, schauen wir uns jetzt doch mal in aller Ruhe an, was dieses tolle Set so für uns bereithält. Gut, ich würde sagen, wir starten mal mit den Figuren, wie immer. Und da haben wir als erstes mal die Weasley-Familie, oder sagen wir mal einen Teil der Weasley-Familie. Ich glaube, wir sind ja hier sogar bei den Weasleys zu Hause, richtig? Genau. Ein paar Harry Potter-Streifen habe ich dann schon gesehen, so gut kenne ich mich aus. Also auf der einen Seite außen haben wir den Vater und die Mutter. Ich finde übrigens von der Mutter die Haare extrem cool. Ich glaube, die habe ich so noch nicht gesehen. Und sie fällt schon herunter. Das sind anscheinend auch alles Zauberer, denn sie haben alle ihre Zauberstäbe in der Hand. Natürlich sind das Zauberer. Und dann haben wir hier in der Mitte, jetzt sehen wir halt nur den Rücken, Ron und Ginny Weasley. Die anderen Weasley-Brüder haben wir hier nicht dabei, aber dadurch, dass sonst noch andere Figuren dabei sind, sind doch einige Figuren, und ich verstehe dann auch, dass nicht alle... Vielleicht sind sie gerade mit ihrem Besen irgendwo hingeflogen. Das kann ja durchaus sein. Ja, das kann natürlich sein. Was auf jeden Fall cool ist, dass hier die gesamte Weasley-Familie zweigleisig unterwegs ist, was die Figurenausdrücke betrifft. Also wir haben hier immer ein etwas, wenn die Kamera fokussieren würde, gibt es auch einen Zauberspruch, dass man die Kamera schneller zum Fokussieren bringt? Rengabius Revioso. Hat wieder nicht funktioniert, wie immer, kein Problem. Wir probieren es nochmal. Also es gibt hier auch einen Gesichtsausdruck, der die Familie in einem etwas, naja, nennen wir es mal, nachdenklicheren Ausdruck darstellt. Jetzt funktioniert es gar nicht mehr. Ich glaube, du hast die Kamera... Wir haben die Kamera verzaubert. Na, sowas kann ja mal passieren. Ja. Auf jeden Fall eine tolle Familie Weasley, zu der, bitte, das ist nicht ganz aktuell, diese Dame ja auch offiziell gehört. Denn wenn wir jetzt mal in Betracht ziehen, dass Harry Potter ja vorbei ist, oder jedenfalls die erste Staffel ist vorbei. Naja, am Ende des letzten Films bringt er ja seinen Sohn nach Hogwarts. Du nennst es eine Staffel, aber gut. Okay. Das beginnt dann die Next Generation, wie auch immer man das nennen mag. Aber ihr wisst schon, Rita wohnt eigentlich dann auch in diesem Knusperhäuschen.
Also, Mit der Mutter, oder was? ja, zusammen mit der Mutter im nächsten Set in, weiß ich nicht, 10 Jahren ist dann Rita mit dabei. Und dann haben wir jetzt die Bösewichte, wenn ich das richtig interpretiere. Nein. Ach Mensch, das ist doch der Harry Potter hier drüben. Oh ja. Der ist doch wohl kein Bösewicht. Also Harry Da bin Potter. ja ich, das kann ja gar kein Bösewicht Ja, sein. eben. Also Harry Potter, wie in jedem Set, wir haben schon 1, 2 von den Harry Potters. Und dann haben wir die, jetzt ist mir der Name entfallen, Tonks im Nachnamen, Nymphadora Tonks, genau. Die ist beim Orden des Phönix dabei und ist auch keine schlechte Person, sondern auch bei den Guten dabei. Sie ist übrigens die Nichte von Bellatrix Lestrange, die ist wirklich eine Böse, denn die ist verliebt in Voldemort und tut alles, was er möchte. Hat übrigens extrem coole Haare. Coole Haare, wollte ich auch sagen, wenn du es nicht schon gesagt hättest. Ja, Hier mit also dieser extrem coole Partie, Haare. die ihr so ins Gesicht reinhängt. Und das hier ist Fenrir Greyback, was ich mich erinnere, jetzt keine super interessante Figur, auf jeden Fall finde ich, aber gehört auch zu den Bösen und kämpft mit Bellatrix Lestrange. Ich lerne immer wieder was Neues, das ist der Wahnsinn. Ich sage jetzt einen kleinen Zaubertrick, dass wir hier auch die Acelamus Castellamus, dass wir hier jetzt die Gesichtsrückseiten auch sehen, denn wir so haben begabt. auch hier beidseitig bedruckte Köpfe, was ich sehr toll finde. Ja. Also hier auch etwas nachdenklichere bzw. bösere und grantigere Gesichtsausdrücke. Nur unser Harry, der ist phlegmatisch wie immer. Er lässt sich von nichts aus der Ruhe bringen. Entspannt. Er sieht Wie sehr man entspannt in Österreich aus. sagen Ja, würde. es ist alles in Ordnung. Ja. Was ich toll finde, ist, es haben alle so einen Zauberstock in der Hand. Also es dürften hier wirklich nur Ein Zauberer am Zauberstab. Werk sein. Ja. Wirklich ein formidables Zauberhaus, was wirklich gut auch zu uns passt. Und ich denke, Rita fühlt sich dort auch sehr wohl. Ja. Was ist denn das bitte? Naja, da brennt es ja auch mal in der Geschichte und das wird eben mit diesen super Flammen dargestellt. Was interessant ist, ist, dass die Farbe von diesen Flammen, glaube ich, eine neue ist. Also ich habe das noch nicht so gesehen, dass die hier von Orange ins Graue gehen. Ja, das sieht Oder so so- irgendwie ich glaub, das nach ist Grau oder Trans-Black aus. Also es ist auf jeden Fall eine zweifärbige Flagge. Flagge. Genau. Ja, Flamme. eine Flamme, du sagst es. Und man sieht auch hier auf der Anleitung zum Beispiel, ich glaube, dass diese Dame, die hier auf dieser Seite hier, die hat Feuer gefangen, jemand hat sie angezündet und sie fliegt jetzt davon. So in die Richtung stelle ich mir das vor. Okay. Also ein formidabler Start in den Fuchsbau. Ja. Und ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dass wir uns das Set etwas genauer ansehen. Wenn ich da mal etwas Kleines anmerken darf. Was? Lego, ihr wisst ja, Lego bedient sich in letzter Zeit auch manchmal etwas neueren, unkonventionelleren Bautechniken. Und als ich das Set gebaut habe, habe ich zuerst geglaubt, ich habe einen Baufehler. Dann habe ich geglaubt, das ist eine illegale Bautechnik, aber es ist so. Das Haus ist allen Anschein nach verzaubert. Wenn ihr das sehen könnt, der obere Stock neigt sich leicht zu Hermine rüber. Und das ist gewollt so. Also das Haus ist anscheinend in Natura auch schief. Liege ich da richtig? Ja, das ist halt irgendwie so alles irgendwie zusammengebaut. Jetzt nicht das allerschönste Haus und sie sind ja auch nicht die allerreichsten, aber ich finde das eine super Ja, es Variante. gefällt mir auch sehr gut. Und wenn ihr da mal nur kurz drauf schauen wollt, also der oberste Teil des Erdgeschosses plus ersten Stock ist hier schief gebaut und liegt dann hier so komisch drauf. Und ich habe zuerst geglaubt, dass dieser Spalt hier ein Fehler ist, der mir natürlich normal nicht unterläuft. Nein. Aber ja, im Endeffekt hat sich das dann als richtig herausgestellt und das Haus ist so. Genau. Womit fangen wir denn an, meine liebe Kollegin aus Hogwarts? Sind wir eigentlich beide bei Gryffindor sind wir beide, oder? Ja. Gryffindor. Gut, Ich dass wollte du dich jetzt, noch erinnerst. ich wollte schon Hogwarts sagen, aber so heißt ja die Schule. Ja,
dass dieser Banause überhaupt ein Harry Potter Video machen darf, Und ist eigentlich ein Wahnsinn. es gibt dann noch Ja? Slytherin, das sind die Bösen. Ja. Und es gibt noch Ravenclaw oder Ravenclaw, das sind auch die Bösen. Und Wieso sind die wie Bösen heißen die sein? letzten? Die Ich sind weiß nicht es jetzt böse. nicht. Hufflepuff. Hufflepuff. Ah. Richtig, ja. Wir sind beide bei Gryffindor. Genau. Nur zur Information, falls ihr das nicht gewusst habt, falls ihr euch im Gegensatz zu uns nicht bei Harry Potter auskennen solltet. Natürlich. Ich sage jetzt nichts mehr, denn ich kenne mich da beim Fuchsbau jetzt nicht so gut aus. Rita wird uns Hermine wird uns jetzt das Innenleben etwas genauer beleuchten. Genau. Und ich halte mich zurück, da ich, ja, wie gesagt, nur Sich wahnsinnig auskennt. wenig Wissen darüber habe. Also, wir lassen ihn mal auseinandergebaut, damit wir das leichter herzeigen können oder ich das leichter herzeigen kann. Es ist ein bisschen schwierig zum Aufheben, weil sich das alles hier auseinanderklappen lässt, was aber super ist, weil man dann einfach alles gut herzeigen kann. Hier haben wir die Eingangstür. Ich finde das echt, wie gesagt, eine sehr, sehr süße Variante, die sie da gemacht haben. Es sind auch hier wieder Aufkleber, natürlich sehr viele verwendet worden, aber ist auch wirklich sehr schön gemacht mit diesen Fenstern. Und Die Fenster sind übrigens beklebt, das sind Sticker, das sind keine Drucke, aber es sieht auf jeden Fall cool aus. aber es sind auch nicht so viele Aufkleber, also damit Ja. kann ich mich anfreunden. Ja. Und wenn wir da quasi hineingehen, dann sehen wir schon diesen großen Tisch. Also Hermine gibt uns jetzt praktisch eine Führung durch ihr Haus. Ja, Das zweite Mal, zuerst habt ihr ja ihr Elternhaus gesehen, jetzt das Haus, wo sie jetzt mit ihren Schwiegereltern und der ganzen Richtig. Familie wohnen muss. Richtig. Das ist so dumm. Und ich bin ja, glaube ich, mit einer Chinesin verheiratet oder einer Asiatin. Kann das sein? Du machst mich fertig. Wieso? Ja, heiratet Harry Potter nicht am Schluss im letzten Teil eine Die Cho Asiatin? Chang? Ich Ja. weiß es nicht. Ja, wer Heiratet kennt sie sich jetzt wirklich? bei Harry Potter aus? Ich Ja, oder du irritierst mich dezent. Ich denke mal drüber nach. Also, Kennt sich selbst nicht so aus, wie es scheint. Vielleicht ist er alleinerziehender Vater, ich erinnere mich nicht mehr. Nein! Ach, Mensch, er heiratet ja die Ginny. Die Ginny Weasley. Ah, dann wohne Das ich ist doch auch in keine- diesem Haus. Ja, eben. Also Dann Hauptsache, sind du wir redest beide groß. verwandt, Richtig. obwohl wir gar nichts miteinander zu tun haben. Richtig. Wir sind also verschwägert, oder Und wie sagt man Hauptsache, du dann? redest groß. Also, du bist auch hier drin, auch dann mit der guten Mutter. Seht ihr jetzt auch dann mein Zimmer und meine Schwiegermutter ist deine Schwiegermutter sozusagen. Richtig. Oh Mann. Also, wir sitzen dann alle als große Familie hier an diesem super Tisch. Ihr seht dadurch, dass sehr viele Personen in diesem Haushalt wohnen und es immer mehr werden. Braucht man einen großen Tisch mit 4 Eier sind da, 4 Waffeln. Ich finde auch die Waffeln sehr süß. Offensichtlich wurde da gerade Frühstück gemacht. Tassen, einen Mixer und so weiter und so fort. Echt, echt süß gemacht. Also eine Freiluftküche. Es ist ja nicht Genau. überdacht hier der hintere Teil. Ist das im Film auch so? Nein, natürlich nicht. Also du kennst dich in deinem Haus ja gar nicht aus. Naja. Und dann haben wir hier diese Uhr, die finde ich auch super lieb realisiert. Ich versuche das noch ein bisschen weiter hinzuhalten. Diese Uhr, die ja sehr viele Zeiger hat für jede Person in der Familie, um anzuzeigen, wo sich diese Person gerade befindet. Und da steht dann zum Beispiel drauf Lost oder Work oder Home und so weiter und so fort. Das heißt, man weiß dann immer, wo diese Das ist ja Person mal ist. interessant. Es wird nicht die Uhrzeit angezeigt, sondern eben wo Also sie um welche Uhrzeit die Person wo ist, sozusagen. Nein, wo die Person ist jetzt gerade. Okay, Diese Zauberer sind schon ein bisschen komisch, also ganz ehrlich. dann haben wir, ich ignoriere das jetzt mal, dann haben wir hier hinten ein süßes Schweinchen. Denn sie haben auch ein kleines Schwein. Das ist mir wieder mal ein bisschen entgangen. Das ein Schwein. Detail. Ein Highlight dieses Sets für mich. Super Highlight. Es gibt übrigens noch andere Tiere bei diesem Set dabei.
Und Die Weasleys sind sehr tierlieb. Sie haben schon fast einen kleinen Zoo zu Hause. Oh ja. Und sie haben auch eine schöne Couch. Und was am interessantesten hier hinten ist, ich schaue nochmal, ob es sonst noch was Interessantes gibt. Nein. Das Ich Interessanteste... sage euch, mir ist schon so heiß unter diesem Friseurkittel. Ich halte es schon fast nicht mehr aus. Red bitte ein bisschen schneller. Okay. Wir haben hier noch den Kamin und ihr seht, hier drinnen sind Flammen, ganz normale, und der der Harry Potter hat das wieder extrem nicht gecheckt, denn man kann das hier drehen. Ich habe das extrem gut gebaut, wollte sie sagen. Das hat nämlich ich zusammengebaut. Ja, genau. Und er hat nicht gecheckt, warum dann hier diese grünen Flammen zum Drehen sind, denn hier auf der Seite haben wir ein Rad. Und wenn man da dreht, werden es entweder die grünen Flammen oder die orangenen Flammen. Und erinnerst du dich noch, warum die normalen Flammen dann grün werden? Weil Vater Weasley wieder irgendein billiges Holz im Baumarkt gekauft hat und ja, das extrem stark zu rauchen beginnt und durch eine optische Täuschung dann das rote Feuer, genauso wie bei diesen Teilen hier, dann die Farbe verändert. Ich habe schon gedacht, du meinst, er trinkt Absinth und meint nur, die Flammen sind grün. Nein, das ist macht es er nicht auch, so. aber ich wollte ihn nicht bloßstellen. Also, Nicht vor der Kamera und mein auf YouTube. Nein, es ist so, dass natürlich, wenn man ins normale Feuer Flohpulver hineingibt, dann werden die Flammen grün, dann kann man sich auch reinstellen in die Flammen. Flohpulver. Mhm. Ja. Und wenn man sich reinstellt in die Flammen und dann einen Ort sagt, wo man gerne hin möchte, dann kommt man da hin. Und wenn man aber nuschelt, so wie das der Harry Potter beim ersten Mal gemacht hat, dann kommt man zum falschen Ort. Oder es kann passieren, dass man zum falschen Ort kommt. Genau. Also er hätte nur ein bisschen deutlicher sprechen müssen. Genau. Wo ist er dann hingekommen im Film? Er ist nicht in die Winkelgasse gekommen, sondern in diese andere böse Gasse von den schwarzen Magiern. Ich weiß aber schon wieder nicht mehr den Namen. Ich bin bei Namen merken extrem gut, wie ihr schon merkt. Ich bin froh, dass ich mir Harry Potters Namen gemerkt habe. Aber es ist auf jeden Fall so. Was mir auf jeden Fall sehr gut gefällt, sind hier auch diese Dachsteine, die es nicht nur in Rot gibt, sondern auch in diesem neuen Nougat und Dark Red. Also das sieht schon sehr schön aus. Ja. Dann haben wir hier oben noch ein kleines Zimmer mit einem Bett. Da steht auf dem Bett drauf die Holyhead Harpies. Ja, ich glaube, das ist ein Quidditch-Team. Weird Sisters. Quidditch kenne ich auch, ja. Genau, wir sehen da auch einen Aber es ist Besen kein an der Schnatz Wand. dabei. Nein, da ist kein Schnatz dabei. Das stimmt allerdings. Das war nur bei unserem Quidditch-Set. Genau. Und dann sind wir mit dem unteren Teil. Also hier ist der Kamin, da geht es runter und da unten sind dann die grünen Flammen. Ja. Und wir schauen uns jetzt dann noch den oberen Stock an. Genau. Treppen gibt es übrigens keine. Also ich glaube, die Leute, ja, für die ist es ja kein Problem. Die können sich ja einfach hinaufzaubern. Richtig. Was muss man? Ich weiß. Lingarvius Viviosa und dann schweben die Dinge. Das weiß ich noch aus der ersten Lektion der Zauberschule in Hogwarts. Ja, das genau. haben die gelernt, das weiß ich noch. Oder also so ähnlich. dann schweben sie einfach hinauf. Genau. Wahrscheinlich. Der erste Stock oder der obere Teil, der abnehmbar ist, was gibt es denn darüber zu sagen? Tolle Skelettfüßchen als Balkonbalustrade. Ja, und hier sind noch eben weitere Schlafzimmer. Und was am interessantesten ist, finde ich, sind diese zwei Eulen, die dabei sind. Die weiße ist doch Edwin. Den gibt es jetzt auch als größeres Set der auf so einer Schatulle oder so draufsteht. Also Hedwig ist auch dabei, genau. Hedwig ist ja dasselbe. Genau, fast dasselbe. Und das ist der Errol, soviel ich mich erinnere, die Eule von den Weasleys, die leider schon ein bisschen älter ist und öfter mal gegen die Scheibe knallt, wenn sie dann wieder versucht, einen Brief zuzustellen. Ja. Das Auto von den Weasleys ist aber hier nicht dabei, dieser blaue Ford Anglia. Den vermisse ich sehr, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ja, aber der ist in dem anderen Set dabei, bei dem Private Drive. Bei dem Liguster-Geschichten-Set, ja. Genau. Ja. Also hier haben wir jetzt mehrere Schlafzimmer übereinander, toll gebaute Betten. Ich liebe dieses Zugteil hier als Abschluss hier bei diesem Ehebett. Es ist relativ eng, also da ist weder links noch rechts hier ein Platz zum Rauskommen.
Aber ich nehme an, die Familie Weasley zaubert sich einfach aus dem Bett und macht wieder irgendeinen Zauberspruch und dann sind sie schon in der Küche und das Frühstück ist schon serviert, so stelle ich mir das vor. Auf jeden Fall hier auch cool, diese Flagge mit dem W drauf, das wird wahrscheinlich, nehme ich mal an, für Vielleicht für Weasley stehen, aber wir wissen es nicht, ja. Genau. Und auch hier oben mit diesem Schild, das bekommen wir wahrscheinlich jetzt nicht so gut vor die Linse, aber dieses orangefarbene Ding, das ist wahrscheinlich ein Poster einer Popband, welches ja irgendwann mal für ein Konzert gebraucht worden wäre. Gehört das jetzt so oder so? Ich glaube. Na, andersrum. Aber gut, okay. Hauptsache, du tust es falsch. Jetzt ist vorne zu und hinten Eben. offen und umgekehrt auf der oberen Seite. Genau. Das ist natürlich nicht gut. Nein, das ist gar nicht. Ja, wollt ihr mehr Harry Potter Sets sehen, liebe Freunde? Dann seid ihr bei uns richtig. Ihr habt hier 2 Harry Potter Fans der ersten Stunde vor der Linse. Also wir würden euch gerne noch das ein oder andere Schmuckstück aus den vergangenen Jahren zeigen. Wir haben noch viel vor. Harry Potter und seine Freunde würden gerne noch ein bisschen was für euch zaubern, ein paar Videos. Und ja, Ich glaube, ich werde das dann alleine. ich habe zuerst die Idee gehabt, ich mache das Video mit chinesischen Stäbchen zum Essen. Das wäre mir als Zauberstab sogar noch lieber gewesen, weil ich Aber wir mir haben doch dann was zu original essen Zauberstäbe. zubereiten hätte können. Aber mit den originalen Stäben ist das natürlich auch ganz toll. Was schaust du jetzt so? Für diese Aussage gehörst du eigentlich weggehext. Das ist dir schon bewusst. Nein. Aber wer macht dann das Video mit dir? Da hätte ich schon eine Idee. Expulso. Was ist hier los? Ich habe jetzt keine Zeit. Ach, viel besser, François. Ich habe dich nur kurz gebraucht, weil der Christoph macht schon wieder Blödsinn. Komm her. Ja? Also, du darfst hier den Zauberstab haben und dann macht das doch gleich viel mehr Sinn, als wie wenn Christoph hier herumsitzt und lauter Blödsinn erzählt. Also, mein Kleiner. Oh, du bist so süß. In dem Sinne, François und ich machen jetzt die nächsten paar Videos über Harry Potter. Ich hoffe, das freut euch. Sonst muss ich halt den Christoph nochmal herzaubern. Mal sehen. Und in dem Sinne wünschen wir 2 euch ganz viel Spaß. Baut was Schönes. Oder knabbert Mehlwürmer, je nachdem. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder in einem neuen Video. François, sag du auch Tschüss. Also. Tschüssi.